Mahlzeit, herzlich willkommen beim Ride Video Magazin und einem neuen Video unsererseits. Wir sind in Orlando, Florida. Die Sonne scheint und wir besuchen die IAAPA Expo 2025 hier in Orlando. Eine riesige, gigantische Freizeitparkmesse und es gibt einige Achterbahn-Neuheiten, die wir uns jetzt hier angucken, Fahrzeuge, die wir uns angucken werden und viele andere spannende Dinge. Ich bin schon ganz bescheuert, weil ich so aufgeregt bin. Wir fahren jetzt mit der Rolltreppe hoch von hier draußen, rein in die Halle, holen uns unser Badge und dann geht's los auf dem Showfloor und wir zeigen euch, was die Freizeitindustrie für euch wieder Neues bereithält. Los geht's, wir sind bei Intermini Amusement Rides und ich habe es euch in dem News-Video vor der Messe versprochen. Wir zeigen euch ein Fahrzeug, was ihr noch nicht so gesehen habt und das ist das neue Fahrzeug für Fast and Furious Hollywood Drift in den Universal Studios Hollywood und das wird ein Zug mit 4 Fahrzeugen, also mit 4 Autos und der Dodge Charger von Vin Diesel ist das Frontcar mit einem riesen Motorblock, der oben rauskommt. Ihr habt dann hier die klassischen normalen Standard Intermin-Sitze, Over-the-Shoulder-Lap-Bar, Onboard-Sound mit Speakern direkt im Fahrzeug. Ich kann euch versprechen, ich werde trotzdem hinten im Skyline sitzen. Auf den Artworks sieht man, dass der Skyline nach hinten kommt. Das Auto hier, also die Achterbahn, der Achterbahnwagen ist größer als Uschis Auto, aber da sitzen ja auch 4 Leute nebeneinander. Wir sind jetzt auch nicht mehr weit weg von der Originalgröße und das ist ein Achterbahnfahrzeug, richtig stark und gefällt mir sehr, sehr gut. Und der Stand sieht auch wieder richtig geil aus. Surround Lamp, die Transportfahrzeuge, die Tochterfirma von Intermin ist mit am Stand, sowie ABC Rides. Da haben wir auch dieses Jahr euch ja schon ein spannendes Video gezeigt, verlinke ich auch gerne hier oben, ja, wo man als Mensch eingespannt wird zwischen 2 Seilen und einfach nach oben geschossen wird und das in Deutschland im Harz bei Harz-Adrenalin und auch zum Beispiel der neue Traktor, der AGV-Traktor von ABC Rides, den kann man hier auf dem Video sehen und man kann mich hier im Video sehen, wie ich mit dem Traktor rumfahre. Auch dazu verlinke ich euch gerne hier ein Video, ein spannendes Produkt von ABC Rides. Wir sind jetzt bei Vekoma am Stand und ich sitze in einem neuen Dark Ride Fahrzeug. Für SeaWorld Orlando 2026 gibt es einen neuen Dark Ride und wir sitzen hier in der Gondel, ein Suspended Dark Ride, ein bisschen wie Drohnenflucht, nur viel weiterentwickelt. Und zwar ist das Ganze frei gelagert, kann sich drehen, wird gesteuert, gedreht und kann bis zu 20 Grad ausschwingen. Und wenn du dann eine Kurve machst, gedreht wirst und noch dann dieses Ausschwingen hast du auf jeden Fall eine sehr dynamische Fahrt. Bin ich gespannt auf, müssen wir nochmal nach SeaWorld, aktuelles SeaWorld-Video kommt hier demnächst und sehr cool. Alter, der Sound hier drin auch richtig krass, der Bass vibriert hier richtig. Cooles Ding und kann man, sobald man eigentlich laufen kann, auch schon fahren. Wir haben Traditionen bei der Messe und dann müssen Leute da durch, ob sie wollen oder nicht.
Ich habe mir den Maxi jetzt einfach genommen und hier rüber geschliffen, denn wir sind bei Mack Rides und ihr habt hier was mitgebracht, was ihr ausstellt. Was haben wir hier? Wir haben das neueste Boot, das Rocking Boot von Dollywood mitgebracht. Ein richtig schönes Boot, schöne Farben, mega gute Musik. Es ist leider, bevor ihr dazugeschaltet wurde, hier der Ton mal abgespielt worden auf voller Lautstärke. Es war ein kurzer Schockmoment für alle, die hier um uns herum sind. Wir haben eine tolle Lichtanimation auch noch im Boot. Sieht einfach richtig schön aus. Mal was ganz anderes als das, was wir in Futuroskop gemacht haben, sondern ein bisschen mehr Thematisierung drumherum. Finde ich richtig schönes Ding. Mehr Thematisierung, kannst du uns grob abholen, was das Thema werden wird von dieser Attraktion? Ja, geht klar Smoky Mountains. Das ist der Bereich dort bei Forscher ein Fahrzeug entwickelt haben, um über die Smoky Mountains zu fliegen und tauchen dann nach dem Flug in einen biolumineszierenden See ein. Also einen leuchtenden, mit grellen Farben erleuchteten See dann später ein. Haben aber die ganzen klassischen Elemente. Wir haben dieses coole Whitewater-Effekt, Rafting mit dem Boot da drin. Wir haben eine ruhige Szene, wo wir durch Dark Rides durchfahren. Wir haben einen trockenen Passage, wo wir mit dem Dark Ride durchfahren. Also richtig, richtig schöne Anlage. Das klingt jetzt super komplex, was alles gemacht wird bei der Fahrt. Dann kannst du vielleicht einmal auch noch abholen, was das Rocking Boat ist, weil bis jetzt gibt es ja nur die Anlage im Futuroskop in Frankreich. Vielleicht hat noch nicht jeder davon gehört, auch wenn wir schon viel gemacht haben. Aber was ist das Rocking Boat von Mack Rides? Leute, ihr müsst die Newsvideos angucken, dann wisst ihr alles über diese Anlage. Das will ja nur, damit ihr das hier nicht mehr machen müsst. Korrekt. Informiert euch einfach vorher. Rocking Boat, wahnsinnig komplexe Anlage eigentlich. Wir haben die Möglichkeit, ein Boot über einen kompletten Kurs zu schicken und das eigentlich irgendwie kontrolliert, unkontrolliert zu haben. Also diese Kombination aus unkontrollierter Bewegung hier oben, die mit der Wasserbewegung eigentlich alles komplett mitmacht. Also wir können richtig in den Wellen schaukeln. Mit externen Wellengeneratoren machen wir richtig coole Sachen. Und gleichzeitig ist das Boot unten über einen Farbenmechanismus und eine Verschränkung eben schön fixiert an der Schiene. Wir haben LIM-Antriebe über die Strecke verteilt, können also das Boot auch über kleine Anhöhen irgendwie drüber schieben. Wir können so ein bisschen launchen, nicht jetzt wahnsinnig kraftvoll, wie zum Beispiel in Plon jetzt mit dem Watercoaster, aber eben wir können schon zügig wegfahren, wir können vorwärts und rückwärts fahren. Wir wissen über diese LIM-Antriebe und über die Positionierung eben genau, wann wir wo sind, sodass wir Show-Effekte triggern können. Das kommt uns jetzt in Dollywood wahnsinnig zugute. In Dollywood gibt es auch noch eine kleine Überraschung. Es heißt ja Night Flight Expedition, also macht euch auch auf eine Night Flight da noch mal ein bisschen gespannt. Und das Ganze bei einer Größenbeschränkung von 1 Meter, das ist schon mal cool. Also mein Kleiner war ja erst in Futuroskop mit mir dabei, der konnte auch schon damit fahren, fand es mega geil. Und wir haben 10 Leute da in dem Boot drin, also du kriegst auch gut Leute auch weg aus der Station. Also richtig schönes Produkt. Wir haben so ein bisschen einen Bummer für euch natürlich auch. Da unten drunter ist eigentlich eine mega geile Technik. Aber hier sind sehr viele Leute mit so kleinen Kameras wie eure eben. Und das wollen wir nicht allen zeigen. Und dementsprechend haben wir es ein bisschen verkleidet, damit man eben da nicht reinschauen kann. Aber die Technik ist richtig, richtig cool. Sehr geil. Ich freue mich drauf, das und auch Futuroskop zu fahren. Danke für den kleinen Einblick. Und es gibt noch viel von Mack Rides, was ihr demnächst hier auf dem Kanal sehen werdet. Hoffentlich. Phantom Theater Opening Nightmare ist eine neue Dark Ride Attraktion für Kings Island. Haben wir in einem News-Video schon mal drüber gesprochen und ersetzt Blue Blasters und Blue Hill. Und Sally Dark Rides wird der Ausstatter des Ganzen und 2 Animatronics sieht man hier schon. Und die sehen ziemlich cool aus und was soll ich euch viel erzählen? Ihr seht die jetzt einfach noch mal ein bisschen und ja, es geht auch schon wieder los mit den beiden Kollegen hier. I've heard the maestro rehearsing. It's sure to be the best and loudest work he's ever composed. Why, it's almost enough to wake the dead. Oh, I do hope so. This will be a performance you'll never forget. I just hope the you-know-whats don't return. You mean the dreaded ghost? No, no, no! Don't even say the name!
Weiter geht es mit der Show. Wir sind hier bei RMC, Rocky Mountain Coasters, und die haben hier ein Kinderkarussell, einen Dumbo-Flieger, das habe ich noch nicht ganz verstanden. Sinnvoller finde ich die Hüte. Ansonsten richtig cooler Stand, wieder mit den Seefrachtcontainern, wie wir es in Barcelona gesehen haben, aber hier ein bisschen mehr, ein bisschen größer und auf 2 Etagen. Aber ich glaube, ich habe jetzt in genug Videos euch die Schienenprofile von RMC erklärt. Aber B&M, Bollinger Mobiliar haben wir auch hier, und Tormenta, sagt man Tormenta, ist hier quasi präsentiert aus dem Six Flags Over Texas, oder ja, Over Texas, und das ist der neue Dive Coaster von B&M, der nächstes Jahr eröffnen wird. Und einmal euch gezeigt, also es ist eine Reihe von einem Dive Coaster, und ihr nehmt dann hier alle Platz. Für einige auch immer ein wichtiges Thema, es gibt hier offensichtlich den Big Boy Seat. Es ist ein roter Gurt, und wie gigantisch groß das eigentlich ist, wenn man das Ganze jetzt mal so sieht und einfach hier neben steht, wie riesig diese Räder sind, auf denen das Ganze fährt. Und hier mit dem Over-the-Shoulder-Lap-Bar, mit der Softweste, und einfach sehr beeindruckend, wie so ein Dive Coaster aussieht, und den einfach mal so aus der Nähe zu sehen, finde ich total spannend und cool. Und ja, geiles Design mit dem Rot und Schwarz. Passt, glaube ich, ganz gut nach Six Flags Over Texas. Müssen wir dringend nochmal hin, Südstaaten, immer geil. Und ja, das Fahrzeug, was B&M hier auf der IAAPA Expo in Orlando 2025 präsentiert. Rides. Und das ist jetzt nicht das finale Design, aber so ungefähr könnt ihr euch vorstellen, sieht ab wahrscheinlich nächsten Jahr eine neue Reiseachterbahn in Deutschland aus, die gerade gebaut wird. Ich habe auch schon Bilder gesehen aus der Fertigung. Die Schienen werden gefertigt, das ganze Ding wird zusammengebaut, und man sitzt echt gut hier drin. Und wir sind in China auch schon ein paar Jimmer Rides Achterbahn gefahren vom größeren Kaliber. Die machen schon Bock und fahren sich gut, und ich sitze hier sehr gut drin. Ich bin sehr gespannt, werden wir euch natürlich hier auch auf dem Laufenden halten.
Ja, wer gerade schon gedacht hat, oh, das habe ich schon mal gesehen, haben die da ein bisschen was kopiert, der könnte sich auch eventuell an ähnliche Konzepte erinnern, die man bei uns auf dem Kanal schon mal gesehen hat, die nicht von Zamperla waren. Aber wir sind jetzt bei Zamperla und die haben hier ein sehr cooles Achterbahnmodell und einem sehr platzsparenden großen Achterbahnkonzept ausgestellt. Was aber wirklich sehr nice ist, es gibt einen Swing Tower Ride hier von Zamperla und der hat Gondeln, die hintereinander sind. Das sieht echt cool aus und da gibt es sogar eine Special-Gondel für Leute mit speziellen Bedürfnissen, die quasi barrierefrei befahrbar ist, so dass man mit einem Rollstuhl auf die Gondel fahren kann. Dann wird die festgeschnallt und man kann direkt mitfahren, ohne einen Transfer haben zu müssen, was schwierig wird bei frei schwingenden, hängenden Gondeln. Das ist ziemlich cool. ATF Ride Systems haben wir drüber gesprochen in einem Video kurz hier vor der Messe. Die haben zusammen mit Intermuni Amusement Rides den Multi-Dimension Mover auf den Markt gebracht. Da checkt ihr das Video hier oben gerne mal aus. Und es ist ein neues Dark Ride Fahrsystem, das verschiedenste Sachen kann, wie normal Trackless fahren, aber auch trackgebunden gelauncht werden kann. Und 36, 32 km/h Spitzengeschwindigkeit erreicht. Und das Ganze mit einem Fahrzeug, was nicht nur Trackless fährt, sondern darauf auch noch eine Motion Base ist, die sich bewegt. Super spannend, mehr dazu erzähle ich und zeige ich in dem Video hier oben verlinkt. So, wir haben schon mal in den Newsvideos darüber gesprochen. S&S Worldwide, S&S Sunside haben den Single Rail Coaster neu auf den Markt gebracht. Hier ist das gute Stück, so wie ihr es ungefähr auch schon in dem Video bei uns gesehen habt. Man sieht auch ein Video hier, Testgelände in Utah, da waren wir auch schon mal. Das Video gerne hier oben mal verlinkt und angucken. Und der Single Rail Coaster ist wieder zurück und der war nie da von S&S, aber Aerodynamics wurden aufgekauft oder die ganzen Patente wurden von S&S aufgekauft von Aerodynamics. Das Ganze ist hier auch nochmal sehr cool im kleinen Detail, im Easter Egg verewigt worden, weil es gibt auch neben dieser eher rudimentären Variante des Coasters auch eine Full-Themed-Variante, die echt cool aussieht, außer dass das für mich logisch jetzt keinen Sinn macht, aber ich weiß nicht, ob Loren vielleicht die Räder doch echt so eng beieinander haben, damit man die kippen kann. Vielleicht ist das sogar richtig. Auf jeden Fall cool. Und ihr kennt das Ganze vielleicht auch schon von Steeplechase im Blackpool Pleasure Beach. Da sind ja 3 Spuren nebeneinander, wo man auf so einem Pferdchen reitet. Das ist noch von Aerodynamics und S&S Worldwide bzw. S&S Sunside haben das Konzept wiederbelebt, re-engineert und hier auf der IAAPA Expo in Orlando präsentiert.
einem der letzten News-Videos habe ich es schon mal angekündigt. Wir kommen zur Messe. Wir haben in Europa nicht mit ihm gesprochen, aber hier ist der Christoph Wunderlich. Hey. The one and only. Wir müssen ein bisschen was nachholen. Jawohl. Was ist los bei euch? Also vor allem bei dir bei CW Attractions, da steppt ja der Bär. Es wird nächstes Jahr einiges geben. Wenn wir jetzt mal mit, sagen wir mal, mit SB Fieser anfangen, ich würde mal sagen, wir haben, und das hat sich langsam aufgebaut, eine kleine große Qualitätsoffensive gestartet. Das fängt bei uns an. Wir haben ja in diesem Jahr schon im Skara Sommerland den Turm eröffnet mit den neuen Over-Shoulder-Leppers und das propagieren wir jetzt aktiv, massiv. Das sind kleine Sachen, die ändern aber vieles. Zum Beispiel bedingen diese Over-Shoulder-Lap-Bars, dass unser Familienfreifallturm ab 2 Jahren und 90 cm fahrbar ist, bis 20 Meter Höhe. Über 20 Meter ab 4 Jahren und 100 cm. Warum ist die Höhe des Turms entscheidend dafür, wie groß man sein darf? Weil für mich, die Kräfte sind ja am Ende die gleichen und der Sitz ist ja auch der gleiche. Der Sitz kann das, es ist die einzig und allein die geistige, die mentale Komponente. Okay. Das ist das Einzige, weshalb. Also der Sitz kann das ist der gleiche Sitz. Theoretisch könnte da ein 90 cm großes Kind reinsitzen und würde nicht rausfallen. Aber es ist einfach die mentale Komponente. Das haben wir auch gemacht auf unserem Scheibenwischer, der ja auch vielfach jetzt bei Karls schon ist, Skara Sommerland. Die neuen Modelle können auch mit den Over-Shoulder-Leppers ausgestattet werden und sind dann auch ab 2 Jahren und 90 cm fahrbar. Das ist auch ein Alleinstellungsmerkmal für diese Art Fahrgeschäft. Und dieser Bügel, ich finde wirklich den Bügel gelungen, der schaut wertig aus. Wir haben den eigentlich schon mehrere Jahre, haben den aber nicht aktiv propagiert und vor allem nicht auf Fahrgeschäften eingesetzt. Und jetzt haben wir ein Signature-Projekt für das nächste Jahr. Und zwar konnten wir den Freizeitpark Grönerlund aus der Parks & Resort Gruppe für uns gewinnen, also selbe Parkgruppe wie Skara Sommerland. Und da bin ich wirklich sehr glücklich drum, denn die bekommen den ersten Superjumper auch mit Over-Shoulder-Lap-Bars. Und da sieht man so ein bisschen die Entwicklung, weil wir hatten ja am Anfang die Bank, wo man so richtig rausjumpt, geht nach der neuen Norm nicht mehr, hat mega Spaß gemacht, aber geht leider nicht aufgrund von der Norm. Dann haben wir diese Schulterbügel, die klassischen gemacht, die, sag ich mal, einengen, nicht gemütlich sind. Und dann hatte ich die Idee, als es mit Grönerlund aufkam, mit unserem Chefingenieur habe ich ein sehr gutes Verhältnis zu checken, ob das möglich wäre, die zu verwenden. Und er hat dann gesagt, ja, warum nicht? Da machen wir jetzt einfach ein Rendering, haben da eine Feasibility gemacht und da kam raus, dass wir die Bügel verwenden können. Und deswegen wird es jetzt auch der erste Superjumper auf der ganzen Welt, der ab 4 Jahren und 100 cm fahrbar ist. Und das macht die Anlage zu einem Familienfahrgeschäft. Das heißt, das ist Teil unserer Qualitätsoffensive auch, nicht nur den Fahrkomfort zu erhöhen durch die größeren Sitze, durch die Over-Shoulder-Lap-Bars, sondern auch das Alter, die Einstiegskriterien für die Fahrgeschäfte gleichzeitig nach unten zu setzen. Genau, das Gleiche machen wir auch bei unseren neuen Achterbahnen, Familienachterbahnen, also unsere kleinen Familienachterbahnen. Da haben wir schon in der Vergangenheit 90 cm und 2 Jahre gehabt. Aber jetzt mit unserem neuen Freedom Train, der kann auch auf unseren sogenannten Ultra Family Coaster, deswegen Ultra Family Coaster, weil das für uns schon eine größere Familienachterbahn ist mit 200 Meter Schiene und einer Höhe von 11 Metern inklusive Zug. Wo wir dann schon nicht mehr in dieser kleinen Tiny-Kategorie sind. Und da können wir mit dem neuen Zug auch 90 cm und 2 Jahre fahren. Und dieser Ultra Family Coaster ist jetzt die erste Anlage, die zu 100% nach Herzlinie gerechnet ist, mit einem geilen Banking. Und ich muss dazu sagen, die Anlage, ich bin die erste Anlage, sozusagen den Prototyp von dem Layout gefahren. Es ist ja kein Prototyp an sich, weil den Zug gibt es. Es ist ein neues Layout.
Das ist in Polen. Ich hoffe, keiner fährt dahin, weil das schaut ugly aus. Unschöne Stützen, also wirklich nur verzinkt. Aber wir werden nächstes Jahr für Hofis Erlebnispark, da darf man sagen, das ist ja auch öffentlich schon. Und da wird die erste Anlage in Deutschland hingehen und die werden die bauen ein richtig geiles Stationsgebäude drumherum. Aber allein die Anlage auch wieder zuglackiert wird. Es wird wirklich ein geiles Prunkstück und die Anlage, ich bin die erste Anlage gefahren, die fährt wirklich super smooth. Wenn am Ende des Tages einer herkommt und sagt, die fährt zu ruhig und zu smooth, dann kriegt das mit mir persönlich zu tun. Da sind wir uns alle einig, das passiert nicht. Genau, denn eine Achterbahn kann niemals zu smooth fahren. Ich lasse es unkommentiert. Wirklich die interessante Story dahinter ist, dass Hofreiter eigentlich unseren kleinen Coaster bestellt hat, wie im Familienpark Pillerseetal, wie im Skyline Park, Zirkusland, diesen Mine Train, wo du gesagt hast, Mensch, das ist ja schon eigentlich euer bester Coaster. Und wir haben das Hofreiter verkauft ohne den einen Ruckler nach dem First Drop. Haben wir schon re-engineert und dann kam der Ultra Family Coaster und wir hatten den bei uns im Werk stehen und ich habe Hofreiters dann eingeladen, weil die wollten die Anlage natürlich auch fahren. Und die sind eingestiegen und haben gesagt, wirklich, die Anlage fährt sich ja wirklich smooth. Und ich bin auch wirklich gefahren, jetzt neutral betrachtet, wirklich, die Anlage fährt sich wirklich gut. Man muss dazu sagen, gleichzeitig sind die Boogies auch exzentrisch bei der Anlage, dass man auch nachstellen kann, weil es ja natürlich ein Problem ist, wenn die Anlage fährt sich am Anfang sanft und dann nach einer gewissen Zeit fahren sich die Räder ab, ist mehr Spiel drin. Wir haben die jetzt auch exzentrisch, dass man die entsprechend nachstellen kann. Das heißt, da hat sich wirklich viel getan und ich bin gespannt, wirklich, auch wenn ihr da seid, wenn ihr es fahrt, wenn Fans da sind, ich bin ja selber Fan und man muss da immer objektiv sein und die Anlage ist wirklich geil, die fährt sich einfach gut. Ich bin gespannt, werden wir auf Herz und Nieren prüfen alles. Auf jeden Fall, ihr müsst auf jeden Fall. Genau, dann ist ja auch raus, dass Hofreiter einen Swing Tower von uns bekommt. Der Swing Tower wird auch geil gestaltet, also die Szenerie ist da geil und die bekommen auch 2 Indoor SBF Visa Anlagen, die jetzt noch nicht veröffentlicht worden sind. Das Interessante ist da die Einbindung, die Gestaltung, die ist ähnlich, sag ich mal, authentisch machen wie bei Karls, dass es nicht einfach nur ein 0815 ist mit einer Blinke und das ist das Tolle für uns, dass wir uns da präsentieren können und das ist, wo wir uns hin entwickeln, gleichzeitig aber unsere Preise familienfreundlich halten. Das ist unser Ziel. Also es gibt ein Kunde hat zu mir gesagt, und ich fand es wirklich interessant, wie er gesagt hat, einige Familienparks würde es ohne SBF Visa doch gar nicht geben. Das hat er so dahergesagt, hat er aber auch wirklich ernst gemeint, weil wir Einstiegslieferant für viele sind. Mittlerweile aber, jetzt zu diesem Superjumper zurück in Grönerlund, das wird natürlich eine heftig thematisierte Anlage. Und da muss man so sagen, kommen Teile von der Thematisierung von uns selber. Zum Beispiel, wir haben die Arme bekommen das ist ein spezieller 3D-Print, der auch wirklich 3D ist, mit einem speziellen 3D-Effekt. Und dann haben wir an den Sitzen hin spezielle 3D-Effekte dran. Und das Zentrum, das Riesenzentrum, da arbeiten wir mit Temix zusammen. So, das ist eine Dreierkombination Grönerlund, Temix und wir. Die machen das Zentrum und die Spinnenarme. Wir machen aber die Integration. Die Anlage wird komplett getestet bei SBF Visa. Und das ist das Interessante, wenn man uns fragt, dann machen wir auch Sondersachen. Natürlich kosten manche Sachen was, aber das Interessante daran ist, dass unser Preis nach wie vor, glaube ich, sehr interessant ist. Und dieses Package, würde ich sagen, macht uns besonders aus. Also was uns auch entwickelt hat in den Jahren. Vor 10 Jahren
als ich angefangen habe, auch als wir uns kennengelernt haben, wir standen im Kurpfalzpark vor dem kunterbunten Mini-Top-Spin. Ja? Das Video gibt's doch auf dem Kanal. Genauso der Freifallturm, Katalogware. Ich habe einfach nur verkauft. Aber auch, weil ich Newbie war in der Branche, weil ich die Gegebenheiten nicht kannte. Und das hat sich einfach verändert. Ich habe mich verändert, SBF Visa hat sich verändert und dann bekommst du auch andere Kundengruppen. Und das macht mir wahnsinnig Spaß, diese Kundengruppen dann, die individuellen Kunden zu betreuen. Zu Hofis zurückkommend vielleicht, da ist nicht nur SBF Visa am Start, sondern ich mache ja auch das Projektmanagement und den Vertrieb für die Firma Aufwind, wo ja auch schon Ravensburger Spieleland gewesen seid. Der Indoor-Outdoor Dark Ride, da muss man sagen, das ist im Moment das bestgängigste Produkt von Aufwind. Wir haben im nächsten Jahr nicht nur bei Hofriders die bekommen einen Traktor, einen 8-Sitzer-Traktor mit das Interessante daran ist 2 verschiedene Streckenführungen. Einmal eine Streckenführung für Kinder und einmal eine mit dem Action-Kino mit der Bewegplattform am Ende, wo ein bisschen kerniger ist, wo wahrscheinlich ab 4 Jahre und 100 cm fahrbar sein wird, sodass wir das erste Mal auch wirklich 2 verschiedene Strecken abfahren. Wir kriegen die Anlage nochmal in dem deutschen Freizeitpark für nächstes Jahr und müssen wirklich sagen, die Anlage ist wirklich eine Anlage, die sich bewährt hat, wo wirklich viele Kunden Interesse dran haben. Was mich auch freut, weil das ist eine ganz andere Zielgruppe, von vornherein ein ganz anderer Vertrieb als SBF Visa. Deutsche Firma, deutsches Produkt und, sag ich mal, der Lutz Bayer an sich ist ja auch eine Person an sich, der das Ganze technisch erklärt. Das ist für mich ein ganz anderer Vertrieb. Ich mache den Erstkontakt, ich mache die Vertragsanbahnung, aber dann ist das Projekt irgendwann übergeben an die Leute von Aufwind. Anders als bei SBF Visa, wo ich immer da bin. Ich sage immer, am Ende des Tages kaufst du mich, wenn du eine SBF Visa Anlage kaufst, kaufst du mich mit. Das ist so lustig. Ob das jetzt so verkaufsfördernd ist, weiß ich jetzt nicht. Es ist gut immer, dass man noch drüber lachen kann, aber das ist wirklich, wenn man das jetzt, ich mache das jetzt 10 Jahre und in den 10 Jahren hat sich da wirklich viel getan im Anlagenbereich. Ja. Und dann haben wir nächstes Jahr natürlich auch Karls Oberhausen. Da kommt natürlich eine Erdbeerraupenachterbahn. Die anderen SBF Visa Anlagen darf ich noch nicht verraten, aber kommt auch was von uns. Dann darf ich sagen, wir haben auch wieder was in Skandinavien, neben Grönerlund. Dann haben wir auch eine Anlage, wo endlich bald Tivoli in Kopenhagen sagen wird, was es ist. Das wird eine krass in Szene gesetzte Anlage in dem Bereich um Dämonen herum. Und ich hoffe, ich darf bald sagen, was es ist. Ich hoffe, irgendjemand droppt es irgendwo, sieht es bald. Bis dahin ja, muss ich leider stillhalten. Es wird eine Heavy Thrill Anlage und ich kann sagen, dass diese Anlage in Nordeuropa einmalig ist. Und das ist das Interessante auch, Tivoli war mit dem ganzen, ihr wart ja auch bei uns gewesen, war mit dem ganzen Technikteam bei uns gewesen und hat die Firma links, rechts gedreht, sagt man ja bei uns. Und wir sind zu dem Vertragsabschluss gekommen und das freut mich, weil die haben ja auch gewisse Sonderwünsche. Wir haben Sonderlichter zum Beispiel gemacht. Tivoli, die Atmosphäre im Park ist ja ganz besonders. Wir haben 4 verschiedene Varianten von Lichtern hingeschickt, bis wir das Final Approval bekommen haben. Aber am Ende des Tages ist es halt auch ein Vorzeigeprojekt. Und ich sag mal, mit dem Tivoli Kopenhagen Projekt und mit dem Projekt in Tivoli Grönerlund, da hoffe ich dann natürlich auch, dass man dann mit solchen Sachen dann mal bei Awards mitspielt, bei den Nominierungen. Und nicht nur Platz 5, 6, 7, sondern das sind dann natürlich Signature-Projekte, die dann auch Aufmerksamkeit erregen. Und das ist was, wo wir wirklich feststellen in der letzten Zeit, wo wir uns hin entwickelt haben, wo wir uns freuen, dass wir solche Projekte einfach machen können. Ja.